Wusstest du, dass viele Lernende Grammatik echt gut können, aber trotzdem nicht flüssig klingen? Das größte Problem ist oft, sie übersetzen zu direkt aus der eigenen Sprache. Und dann klingt es, naja, irgendwie steif, oder? Total. Und noch was, viele reden zu vorsichtig und sagen nichts Natürliches zwischendurch. Wenn du aber ein paar kleine Sätze nutzt, so Alltagsdinger, dann klingst du sofort viel echter. Ehrlich gesagt, das ist der schnellste Trick. Hey zusammen und willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Heute zeigen wir euch 10 einfache Sätze, die sehr deutsch klingen und die ihr jeden Tag benutzen könnt. Also, Kaffee holen und los geht's. Genau. Wir erklären die Sätze, machen gleich eine kleine Rolle, also ein Mini-Gespräch, und ihr könnt direkt mitsprechen. Und ja, wir sagen auch, wann der Satz komisch wirkt, damit ihr nicht in Fettnäpfchen tretet. Fangen wir an. Satz 1. Alles gut? Das heißt so viel wie geht's? Oder ist alles okay? Und als Antwort kann man auch sagen, alles gut. Das heißt dann, kein Problem oder alles okay. Satz 2. Klingt gut, das ist super für Pläne, Ideen, Einladungen. Jemand sagt etwas, und du sagst locker, klingt gut, nicht zu lang, nicht zu kurz, einfach freundlich. Satz 3. Passt. Oder passt für mich. Das bedeutet, das ist okay für mich. Viele sagen das bei Terminen oder Zeiten. Ist sehr praktisch und ja, sehr deutsch. Satz 4. Genau, das ist klein, aber stark. Du zeigst damit, ich höre zu und ich stimme zu. Du musst nicht immer lange Sätze sagen. Ein Genau zwischendurch macht es sofort natürlicher. Satz 5. Ach so. Damit zeigst du, dass du jetzt etwas verstehst. Jemand erklärt was, du hast's kapiert und dann, ach so. Das ist wie ein kleines Licht an. Satz 6. Ehrlich gesagt, damit startest du eine ehrliche Meinung. Zum Beispiel, ehrlich gesagt, ich habe heute wenig Zeit, das klingt höflich, aber klar. Satz 7. Lass uns. Das ist super für Vorschläge. Lass uns morgen telefonieren. Oder lass uns später schreiben. Es ist freundlich und direkt. Satz 8. Ich bin dabei, das heißt, ich mache mit. Eine Freundin fragt, kommst du ins Kino? Du sagst, ich bin dabei, kurz, nett, fertig. Satz 9. Ganz kurz. Damit unterbrichst du freundlich. Zum Beispiel, ganz kurz, ich habe noch eine Frage. Das ist höflich und sehr praktisch in Meetings oder in der Uni. Und Satz 10. Wie meinst du das? Also, das ist für Klarheit. Du sagst nicht einfach was, sondern freundlich. Wie meinst du das? Damit wirkst du aufmerksam, nicht genervt. Okay, wir machen jetzt eine kleine Rolle im Café. Wir planen einen Abend, ja? Hört zu und sprecht gern leise mit. Ich fang an. Tim, alles gut? Ja, alles gut. Du, lass uns heute Pizza essen. Passt? Klingt gut. Aber ehrlich gesagt, ich will nicht so spät essen. 18:30 Uhr, passt das für dich? Genau, das passt. Ganz kurz, hast du Lust auf draußen sitzen? Es ist warm. Ach so, ja. Ich bin dabei. Und wenn es regnet, wie meinst du das mit draußen, Terrasse oder Park? Terrasse klingt besser. Dann sehen wir uns da. Alles gut? Alles gut. Bis später. So, in diesem Mini-Dialog hattet ihr schon viele Sätze. Und ihr merkt, das ist einfach, aber sehr natürlich. Man muss nicht super viele Wörter sagen, nur die richtigen, an der richtigen Stelle. Ganz wichtig noch, vermeide zu direkte Übersetzungen. Viele sagen zum Beispiel Dinge wie aus ihrer Muttersprache, und dann klingt Deutsch hart oder komisch.
Diese kurzen Sätze helfen, denn sie sind typisch deutsch und freundlich. Und ja, der Klassiker, der, die, das. Viele mischen die Artikel, und das ist normal am Anfang. Aber wenn du zwischendurch genau oder ach so sagst, wirkt dein Gespräch trotzdem ruhig und sicher. Nicht nur Grammatik macht flüssig, sondern Rhythmus und diese kleinen Bausteine. Kurze Story, die ich mal gehört hab: Eine Lernende wollte ein großes Bier bestellen und hat vor Nervosität irgendwie ein großes Klo gesagt. Oh je! Alle haben gelacht, aber, hey, danach hat sie gelernt: kleine, sichere Sätze zuerst, dann kommt der Rest. Ich kenn auch sowas. Jemand wollte sagen, war nur Spaß. Also freundlich und hat's falsch ausgesprochen. Das wurde schnell unangenehm. Mit ehrlich gesagt oder ganz kurz. Startest du ruhig, dann denkst du einen Moment und sagst es klar. Minetipp: Wenn du etwas nicht verstehst, sag nicht nur was. Sag, wie meinst du das? Oder kannst du das anders sagen? Das hält das Gespräch freundlich. Das klingt wirklich reif, finde ich. Kurzer Check für euch alle, kleines Quiz. Julia, und ihr zu Hause natürlich auch, was bedeutet alles gut? In einem Gespräch. Heißt das nur dir geht's gut? Oder kann das auch kein Problem heißen? Beides. Alles gut ist wie ist alles okay, und als Antwort alles gut ist oft kein Problem, zum Beispiel: Sorry, ich bin spät, alles gut. Genau. Wenn ihr das drauf habt, wirkt ihr sofort natürlicher. Okay, machen wir weiter mit Tipps und einem zweiten kurzen Rollenspiel für Job oder Uni. Stellt euch ein Online-Meeting vor. Da sind diese Sätze Gold. Höflich unterbrechen mit ganz kurz, zustimmen mit genau und Vorschläge machen mit lass uns, das hält die Stimmung ruhig und klar. Kleines Rollenspiel-Meeting. Ja, Thema, Termin für ein Projekt. Ganz kurz: Ich hab eine Idee. Lass uns den Abgabetermin auf Freitag legen. Passt das? Klingt gut. Ehrlich gesagt, Montag wäre stressig. Freitag passt für mich. Ich bin dabei. Super. Und, ach so, wie meinst du das mit der Präsentation? Machst du die Folien oder ich? Ich kann die Folien machen. Genutzt wird dann ein schlichtes Design, okay? Genug so? Genau, perfekt. Alles gut. Ihr seht, wir nutzen hier fast nur diese Sätze, und trotzdem ist das Gespräch komplett. Das ist das Geheimnis. Einfache, kurze Bausteine plus klare Stimme. Noch 2 kleine Hinweise zu Fehlern, die viele machen. Erstens, Artikel. Wenn du unsicher bist, stopp nicht. Sag deinen Satz und stütze ihn mit genau oder ach so an der richtigen Stelle. Zweitens, direkte Übersetzungen. Sag nicht wörtlich Sachen aus deiner Sprache, sondern nimm diese deutschen Alltagssätze, dann klingst du sofort natürlicher. Und trainier das laut. Apps für Grammatik sind gut, klar. Aber ohne Sprechen bleibt es im Kopf. Benutze Sprachtools, sprich mit KI und mach kurze Dialoge mit diesen Sätzen. Jeden Tag 5 Minuten, das reicht am Anfang total. Und vergesst nicht die sozialen Formeln, also Begrüßungen und Verabschiedungen. Ein nettes Alles gut am Anfang und ein freundliches Alles gut bis später am Ende, das gibt euren Gesprächen einen schönen Rahmen. Viele lernen nur harte Grammatik und vergessen das, und ja, dann klingt es kalt. Lass uns die 10 Sätze nochmal schnell durchgehen, okay? 1, alles gut und als Antwort alles gut. 2, klingt gut. 3, passt oder passt für mich. 4, genau. 5, ach so. 6, ehrlich gesagt. 7, lass uns. 8, ich bin dabei. 9, ganz kurz. Und 10, wie meinst du das? Schreibt sie euch auf
oder sprecht sie jetzt einmal laut nach. Noch ein Mikrotipp für Klang. Benutze kleine Füllwörter, aber nicht zu viele. Ein also, ein na ja, ein eigentlich hier und da. Das ist wie Pfeffer und Salz. Ein bisschen macht den Geschmack, zu viel macht's komisch. Und hab keine Angst vor kleinen Pausen. Du kannst sagen, ganz kurz atmen und dann weitersprechen. Das wirkt ruhig und sicher. Viele denken, sie müssen super schnell reden. Nee, musst du nicht. Bevor wir zum Ende kommen, kurze Frage an euch. Welche von den 10 Sätzen nutzt ihr schon? Und habt ihr vielleicht eine lustige Geschichte mit einem dieser Sätze, so wie das mit dem großen Bier? Schreibt's uns gern in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr solche kleinen Sätze wollt, sagt Bescheid. Wir machen dann eine zweite Runde mit Beispielen für Job, Uni und Alltag. Das hilft echt viel. Also, wenn euch das gefallen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Danke euch fürs Zuhören. Übt die Sätze heute noch einmal laut, vielleicht beim Zähneputzen. Alles gut, bis später.